unserer 4. Folge dreht sich alles um den letzten Weltkrieg und wie er in Mitteleuropa geführt worden ist. Aufgrund seiner Grausamkeit hat er sich wohl am stärksten in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Es geht natürlich um den Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt im Jahr 1933. Hitler, der in seinen Reden versprochen hatte, die Schmach von Versailles, also den Friedensvertrag des Ersten Weltkrieges zu sühnen, wurde zum Reichskanzler ernannt. Sofort begann er gemäß seiner Ideologie, die allein auf Krieg und Auslöschung ganzer Völker basierte, die Deutschen für den Krieg vorzubereiten. Hitler richtet dabei den gesamten Staat, die gesamte Gesellschaft auf seine Person aus. Das nannten die Nationalsozialisten das Führerprinzip. Die Soldaten wurden auf Hitler vereidigt. Was war der Kriegsgrund? Der wurde konstruiert. Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Die SS inszenierte am 1. September 1939 einen Überfall auf die eigene Grenze, bei dem sie sich als polnische Partisanen ausgab. Es wird also wieder so getan, als würde man sich lediglich verteidigen. Und für die Finanzierung hatte Hitler sich auch etwas überlegt. Die sollte durch die besetzten Länder erfolgen. Alles, was hier schwarz markiert ist, war also von deutschen Truppen besetzt. Was passierte mit den Menschen, die dort vorher gelebt hatten? Der Zweite Weltkrieg gilt in seiner Gestalt als etwas nie Dagewesenes. Territoriale Eroberung und Unterwerfung der eroberten Bevölkerung sind nichts Neues. Was jedoch neu war, war der mit seinem ideologischen Ansatz betriebene Vernichtungskrieg. Es wurde behauptet, dass es verschiedene Rassen gäbe, dass manche dieser Rassen anderen Rassen überlegen seien und es außerdem auch Rassen gäbe, die ausgelöscht werden müssten. Das führte, wie wir wissen, in den Holocaust, in dem Jüdinnen und Juden ermordet wurden, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und weitere marginalisierte Gruppen. Der Zweite Weltkrieg wird in 2 Phasen eingeteilt. In der ersten Phase eroberte die Wehrmacht sehr schnell Gebiete. Ab Februar 1943 mit der Niederlage vor Stalingrad begann die zweite Phase, in der das NS-Regime erkennen musste, dass der Zweite Weltkrieg nicht gewonnen werden kann. Um dennoch alle Mittel und Kräfte zu mobilisieren, rief Joseph Goebbels den totalen Krieg aus. Dies bedeutet, dass nicht nur Soldaten in Kampfhandlungen involviert werden, sondern auch Zivilisten, beispielsweise bei der Abwehr von Fliegerangriffen. Mit so einer Flak, Flugabwehrkanone, sollte der Luftraum vor allem über den deutschen Städten gesichert werden. Gerade zum Ende des Krieges bedienten 16-, 17-Jährige diese Waffen. Deutschland verliert den Krieg. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Eine Woche, nachdem sich Hitler im Führerbunker erschossen und die Führung dem Großadmiral Karl Dönitz übertragen hatte. Wirkliche Friedensverhandlungen gab es im Anschluss jedoch nicht. Deutschland wurde als erobert angesehen und unter den Siegern aufgeteilt. Damit sind wir am Ende unserer Reihe zu Krieg und Frieden. Wir haben uns verschiedene Kriege der deutschen Geschichte angeguckt, die Gründe, warum die Kriege ausbrachen, wie sie verliefen und wie im Anschluss Frieden geschlossen wurde. Wenn euch dieser kleine Einblick gefallen hat, dann kommt doch gerne bei uns vorbei und guckt euch unsere Ausstellungen an.